Ich bin Ricarda und ich bin 15 Jahre alt und gehe aufs Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium. Und ja, ich bin hier in Berlin aufgewachsen und kenne das Jüdische Museum seit der Grundschule. Einmal in den Raum mit den Gesichtern gehen und Gesichter aufheben und mir genauer anschauen. Und als zweites würde ich zu den Säulen gehen, mich zwischen die Säulen legen und einfach dort liegen, nachdenken über die Geschichte des Museums, über die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart und vielleicht sogar mit diesen Gedanken einfach einschlafen zwischen den Säulen. Ich bin nicht jüdisch oder so, aber mich interessiert die Geschichte sehr und in vielen Teilen des Alltags oder des Lebens komme ich mit der jüdischen Geschichte oder mit jüdischen Personen in Kontakt, durch Freunde oder dadurch, dass mein Bruder auf einem jüdischen Gymnasium war. Und außerdem war ich 3-mal mit meiner Schule dort und ich fand es sehr spannend, mit den Kindern über die Geschichte zu reden, über ihre Eindrücke und ja, sich darüber auszutauschen. Es gibt diesen einen Raum, der sehr hoch ist. Und eigentlich ist dort nicht wirklich was drin, außer ich glaube ein paar Löcher in der Wand. Und wenn man sich in diesen Raum stellt, ich denke, es ist der furchteinflößendste Raum. Ich finde, es ist auch der Raum, der am meisten einem das Gefühl gibt oder einem sozusagen zu dieser Situation oder zu der Vergangenheit am nächsten bringt. Und ja, deswegen denke ich, dass das der wichtigste und wahrscheinlich auch mein Lieblingsraum ist. Ich muss kurz nachdenken. Ich glaube, die 3 Worte, die für mich es am meisten beschreiben, sind einmal widerspiegeln, düster und aber auch Hoffnung geben. Also für mich sind Museen Orte, worüber man über viele Dinge nachdenken kann, sich austauschen kann. Die Museen können Gedanken in einem hervorrufen, die man sonst am Alltag darüber nicht nachdenkt. Und außerdem finde ich, stellen Museen sehr gut die Vergangenheit dar, können aber auch für die Zukunft anregen. Und ja, ich finde das einfach super interessant und man lernt auch sehr viel. Also ich wünsche dem Museum, dass es schafft, die Geschichte und den wichtigen Inhalt, der dort ausgestellt und gezeigt wird, auch weiterhin den Leuten rüberzubringen. Und vor allem denke ich, dass jetzt, umso älter das Museum wird, auch halt es fast gar keine Leute mehr gibt, die zum Beispiel den Holocaust halt miterlebt haben. Und ich denke, dass es auch die Aufgabe ist des Jüdischen Museums, das den Leuten in der Zukunft beizubringen und zu zeigen, wie wichtig und was für ein großer Fehler das war. Ich würde den Leuten sagen, dass sie nochmal ins Jüdische Museum gehen sollten, auch falls sie noch nicht da waren oder falls sie schon sehr oft da waren und sich wirklich Zeit nehmen und sich alles genau anschauen und vielleicht immer wieder darüber nachdenken und dass denen vielleicht neue Gedanken zu den einzelnen Stationen kommen, damit sie das auch anderen Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, ins Jüdische Museum zu gehen, den Inhalt und die Atmosphäre dort widerspiegeln können.